Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe ein packendes Thema heute für Sie, nämlich Packing for Mars ist ein Film, den mein Gast gemacht hat. Das ist Frank Jacob aus Kanada ursprünglich. Du lebst aber jetzt auch in Deutschland. Packing for Mars, da geht es gar nicht ums Packen, sondern um den Mars. Und ich habe, ich weiß nicht, das ist über 20 Jahre her, da gab es ein Buch, Alternative 3. Das hat übrigens Dagmar Neubronner, die auch viel bei Bewusst TV ist, damals auf Deutsch übersetzt hat. Deswegen kenne ich das Thema. Damals, das war Science Fiction, aber es klang doch so, als könnte da was dran sein. Wie war das für dich? Wie bist du da dran gekommen? Das Buch war ein Sci-Fi-Roman und die Person, die mir das Buch in die Hand gedrückt hatte, war ein ganz schlauer Mann und er hat gemeint, dieses Buch ist eigentlich nur als Fiction geschrieben, aber ist eigentlich eine wahre Geschichte. Und ich habe damals gedacht, cool, also ich habe es natürlich genommen, gelesen und es liest sich aber auch nicht als wie ein Roman, es liest sich wie ein faktisches Buch. Ja. Und im Laufe, also ich habe es dann gelesen und habe dann eigentlich nur gedacht, coole Story, vielleicht ist was dahinter, aber ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie was damit zu machen. Und viele Jahre später hatte ich das eigentlich Thema schon längst vergessen. Und eines Abends habe ich so ein bisschen rumgestöbert am Internet und dann höre ich plötzlich ein Interview von einer Frau, die gerade erzählt, wie sie für eine Mars-Kolonie rekrutiert wurde. Und das war nicht nur jemand, sondern das war die Urenkeltochter von Dwight D. Eisenhower, der berühmte US-Präsident. Unglaublich, ja. Und dann bin ich natürlich hellwach geworden und das kam dann irgendwie alles zurück, weil das Buch war ja Nachfolger zu einer Show. Diese Show kam aus UK in 1977, wurde die herausgestrahlt, sollte April-Scherz sein, am 1. April. Ist den Produzenten nicht gelungen, irgendwie mit dem Sender. Es kam dann im Juni irgendwann raus, laut der Geschichte. Okay. Und die haben aber die hatten eine faktische Science-Show. Jede Woche haben sie dann irgendwelche faktische Berichte gemacht. Und als letzte Sendung wollte der Produzent einfach beweisen, dass Leute einfach alles glauben, was sie auf dem Fernsehen sehen. Und sie haben sich dann diese verrückte Geschichte über Mars erfunden, haben dann gute Darsteller geholt und das war, dann haben sie es ausgestrahlt und haben die Reaktion wie ein bisschen so War of the Worlds in Amerika hatte, mit Orson Welles seine Geschichte, dass Zehntausende von Menschen haben den Sender angerufen und waren aufgeregt und entsetzt und konnten es nicht glauben, dass das stimmt, weil das Thema, dass irgendwie eine geheime Gruppe entschlossen hat, die Menschheit ist eigentlich verdammt. Also wir haben alles angeschaut, die Umweltverschmutzung, Überbevölkerung und so weiter. Es gibt keine Hoffnung, wir müssen einen Weg finden, die Menschheit zu retten. Und Leslie hat der Schriftsteller Leslie Watkins, ich nenne ihn nur Leslie, weil ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, aber ich wusste nichts von ihm bis nachdem der Film schon fertig war. Er hat mir dann erzählt, dass er von seinem Verleger einfach angesprochen wurde, hey, würde er gerne ein Buch über diese Sendung ein bisschen erweitern. Und er hat zufällig die Sendung geschaut, obwohl er auch wie du und ich nicht wirklich viel Fernsehen schaut, hat er zufällig diese Show gesehen und dachte sich sofort, ja, das wäre eine coole Aufgabe. Und so hat er das dann als Buch, ich habe dann das Buch bekommen, viele Jahre später, und ich suchte ein Projekt, irgendwas zu machen, wo ich dann Film mit Musik und alles irgendwie so, was ich mittlerweile als Künstler eigentlich so mir beigebracht habe oder gelernt habe über die Jahre, wollte ich vereinen. Da sind wir uns ganz ähnlich. Wir haben, glaube ich, wir haben im Vorgespräch auch schon drüber geredet, dass man also quasi auch eine Liebe zu Kino hat, zu schönen Bildern, zu den Kameras, zur Technik, zu Film, Musik und so weiter. Und dass das ganz schön gelungen ist. Und lass uns mal ruhig in den Trailer reingucken. Wir kriegen ein bisschen Eindruck von deiner Arbeit, wie spannend das ist. Wir schauen da mal eben rein.
The space program, as most people understand it, is completely a front. They don't want us to know. There's a monolith. They deliberately smudged certain things. There's a whole nother reality going on out there. There really is another caste of the human race. The breakaway civilization. We're all coming forward with information and evidence that Alternative 3 is not some science fiction thing. People go through their lives on autopilot all the time. You wake up, you make breakfast, you go off to work, you do your thing, you belong to the machine for 8 hours, you come home. But what people don't realize is that they need the truth. Ja, wie gesagt, da sind wir uns ziemlich ähnlich mit der Liebe zu zum Film insgesamt. Und es ist jetzt eine Mischung aus Dokumentarfilm, aber eben auch mit Spielszenen oder schönen Bildern. Das Ziel war für mich, etwas Cinematisches zu drehen. Also ich fand immer, Dokumentarfilme waren zwar spannend, weil man an Informationen kommt, die nicht in den breiten Medien irgendwie so verteilt werden, aber trotzdem fand ich die Dokumentargenre zum größten Teil sehr trocken und lange Szenen mit nur einem sprechenden Kopf, ohne Bilder und so weiter. Und ich dachte, es müsste doch einen Weg geben, wo man das Dokumentarfilme machen irgendwie in die Kunst mehr hineinbringt, mit cooler Musik, coole Bilder, trotzdem noch die Glaubwürdigkeit und trotzdem noch gut Geschichte erzählen und die Grundregeln von Filmemachen beihält. Gute Kameraarbeit, guten Faden ziehen, die Geschichte noch interessant halten. Und ich suchte eben eine Geschichte und dann, wie gesagt vorhin, hörte ich dann Laura Eisenhower und dachte mir, okay, also ist das jetzt wahr? Also echt? Und dazu kam dann noch ein Anwalt aus Amerika, der behauptete, er war Teil eines DARPA-Geheimprojektes, so ein Schwarzprojekt in Amerika in den 70er Jahren, wo sie Teleportationsexperimente gemacht haben, auf Basis von Technologie von Nikola Tesla, und etwas, das sich Chronovisor nennt. Ja. Und ich war dann irgendwie auf dem Punkt war ich gepackt und dachte mir, das musste ich jetzt wissen. Also ich würde jetzt für mich selber gerne wissen, im heutigen Kontext, ob da was dahinter steckt, ob da wirklich was hintersteckt. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt eine Kamera, ein Backpack und hit the road und ich werde diese Leute aufsuchen und ich werde irgendwie die Geschichte nachgehen. Und das ist der Anfang von, wie das eigentlich entstanden ist. Wir haben ja heute durch das Internet ganz andere Möglichkeiten als damals, als es das alles nicht gab. Es gibt ja auch viele Videos von Leuten im Netz, die sagen, sie sind Super Soldiers oder was ist, also geheime militärische Projekte, Underground Bases, Dumps und so weiter. Es gibt also ganz vieles, wo man denkt, das ist der Wahnsinn, aber mich hat das immer fasziniert, weil wir haben ja in uns quasi auch so eine Instanz, intuitiv jetzt zu spüren, der erzählt dir was vom Pferd oder, Moment mal, irgendwie, der erzählt nicht nur was er sich ausgedacht hat, sondern da ist was dran. War das so? Wo hast du angefangen? Bei welchem Interview? Und hattest du dann auch diesen Eindruck, der erzählt dir wirklich die Wahrheit? Ich fing dann halt an, also meine Grundlage war, ich versuche jetzt die Laura Eisenhower irgendwie zu erreichen. Habe dann rumgestöbert auf dem Internet und dann kam ich auf eine Website und es gab eine E-Mail, ich schrieb diese E-Mail und mein Gedanke war, wenn sie mir jetzt innerhalb 24 Stunden zurückschreibt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ich dieses nachgehen sollte. Und sie hat tatsächlich zurückgeschrieben, ich habe diesen E-Mail noch, dieses E-Mail und sie war total aufgeregt, super, endlich will jemand mal was machen. Außerdem, ich sage nur eines zum Filmemachen, dass es für mich wichtig war, diese Fringe-Themen, die man öfters nur auf YouTube sieht, oder die wurden dann halt, also was weiß ich, von Däniken oder Sitchin haben Filme gemacht, super Themen, super Informationen, aber immer wirklich Produktionswerte, einfach, nicht zum Ernst nehmen. Aber du siehst sowas, es gibt diese Idee, wenn es nicht schön wie Hollywood-Filme aussieht, dann ist es nicht, dann hat keiner investiert, dann ist es nicht wert, dann heißt es ist nicht irgendwie im Unterbewusstsein, kann nicht wahr sein. Aber das ist ja bei ihr auch, wenn sie sagt, endlich interessiert sich jemand dafür. Ich meine, sie war im Internet, sie sagt, ich war beteiligt an solchen Projekten und
es reagiert niemand. Also die Leute liken es vielleicht und klicken drauf. Ja, wir haben ja angefangen das war für mich, ich habe 2010 mit dem Film angefangen. Es hat uns 5 Jahre gedauert. Ich war alleine, als ich angefangen habe, und ich ging dann raus. Und als erstes habe ich durch Laura habe ich dann einen Kontakt bekommen zu einem Mann, der heißt Alfred Lambermont Weber. Ja. Das ist ein sehr bekannter, der sich mit dem Thema Exopolitics auseinandersetzt. Das ist dieses Konzept, das ist eine Basis, eine Grundbasis für Kommunikation mit Außerirdischen gibt. Und es war ein Anwalt, auch intelligenter Mann, der auch teilweise bei Ausschüsse bei der Carter-Administration dabei war, also ein sehr renommierter Mann. Der war gefesselt von meiner Passion, irgendwie einen Film zu drehen. Er hat gemeint, es war schon ein Jahr vorher jemand da und die kamen, dann nichts gemacht. Und dann hat er mich eingeladen und hat ein paar Interviews und Telefonnummern für mich aufgesucht. Und ich fing dann mit Andrew Bichargo, Alfred Weber und Laura Eisenhower an. Und die Idee war, wenn man ein Interview auf dem Fernsehen oder auf dem Internet hört, kann man nicht unbedingt durchhören, also man kann vielleicht ein bisschen ein Gespür von dem Ton der Stimme bekommen, ob das stimmt. Aber ich dachte immer, wenn ich mich jetzt in der Kamera vor dem Gesicht dieser Person setze, und deshalb sind die Aufnahmen im Film auch so nahe dran, weil ich wollte direkt in das Gesicht, direkt in die Augen diesen Imprint haben, weil ich glaube, jeder Mensch ist es denen möglich, irgendwie diesen Bullshit-Filter einzuschalten, und er spürt mit Ton und Sicht, Augen und so weiter, ob das mindestens für diese Person wahr ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die Menschen, die diese verrückten Whistleblowers, wie man sie halt nennt, diese verrückten Geschichten erzählen, etwas erzählen, das entweder sie haben es echt erlebt oder sie haben es einprogrammiert. Es gibt ja Mind Control, ne? Es gibt ja MK Ultra und so weiter. Und für mich war das eigentlich weniger wichtig, ob sie jetzt die Wahrheit sagen. Ich wollte einfach nur dokumentieren, weil wenn sie die Wahrheit erzählen, dann ist es wichtig, dass jemand das irgendwie historisch auffängt, weil einfach von einer kulturellen Perspektive. Ja, also überall, seit 2010 gibt es jetzt Corey Goode, dann Randy Kramer, also es gab, Morning Sky, Robert Morning, es ist so viel mehr dazugekommen zu dieser Mars-Geschichte, dass für mich natürlich damals, ich wusste nicht, erstens wusste ich nicht, dass es diese ganzen Whistleblowers gibt, zweitens habe ich dann kurz nach dem Anfang Tonya Maidenford kennengelernt, durch absolutes Zufall. Wir waren zum gleichen Ort, gleichen Haus geroutet. Es gibt Millionen von Häusern, und da bin ich plötzlich in diesem Haus mit einer fremden Person, die hat mich übernachten lassen, hatte einen Gast. Der Gast war eben jemand, der die Filme produziert hat von Jose Escamilla. Und Jose Escamilla hat Moonrising, Celestial, diese ganzen ersten Filme, die uns gezeigt haben, dass die NASA die Bilder vom Mond vertuscht, Filme draus gemacht hat. Und für mich selber eine Inspiration, weil ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was für eine furchtbare Sache, dass diese NASA-Leute Bilder verfälschen, um etwas von uns, die eigentlich sie finanziert haben, verheimlichen, weil das gehört uns. Wenn das wirklich auf dem Mond gibt, oder auf dem Mars gibt, dann haben wir das Recht als Menschheit zu wissen, wir haben es bezahlt, und nicht nur das, einfach von der Geistes, the database of human knowledge, das gehört zu unser Erbe. Und jemand muss das dokumentieren, und es fing dann eigentlich nur an, so diesen Faden nachzugehen, und Tony hat dann Verbindungen gehabt zu mehr Leute. Sie hat dann auch eine Verbindung gehabt zu Duncan O'Finian, apropos MK Ultra, und er war halt Teil von diesem MK Ultra und wurde schon sehr jung in seinem Leben hart programmiert und ist dann viele, viele Jahre später aus diesem Programm aufgewacht und hatte Erinnerungen. Eine davon war, dass er Pilot von einer Flotte war, die zum Mars flog. Und zwar nicht über 20 Monate oder 2 Jahre oder wie uns erzählt wird, sondern innerhalb Stunden. Und wenn man diese ganzen Leute irgendwie ihre Geschichten anhört, dann merkt man plötzlich, hey, warte mal, es kann doch nicht sein, entweder gibt es das gar nicht oder es gibt einfach eine abgespaltete
Gruppe von Menschen, die mit Technologie arbeiten, von der wir in der Masse nie was erfahren. Für mich war das sehr interessant mit der Mondlandung. Ich habe das als kleiner Junge, war das so, dass hier in Deutschland das irgendwie abends lief, dass sie gelandet sind und dann hieß es, ja, wir warten, bis sie aussteigen. Und es war dann nachts um 3 oder 4 Uhr, also 6, 7 Stunden später, nachdem sie gelandet sind, dass sie ausgestiegen sind, wo ich dann als Junge ins Bett musste und das nicht sehen durfte. Man hat auch nicht viel gesehen, aber im Nachhinein habe ich dann überlegt, wieso landet man irgendwo und bleibt da erstmal drin und steigt dann 7 Stunden später auf. Was ist da passiert? Also wenn du bist ja jetzt auch hergeflogen, bleibst erstmal im Flugzeug sitzen und 6 Stunden später kommst du dann raus. Ja. So ähnlich. Ja. Und es gibt ja ganz viele Unstimmigkeiten. Ich habe einen Film drüber gemacht, auch eine Sendung bei Bewusst TV. Und da sind so viele Dinge, wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, auch überhaupt die ganzen Kosten. Da kostet bei der Apollo-Mission irgendwie eine Schraube, die kostet $10 oder sonst was. Dass du auf Preise kommst für Schrott und das ganze Geld, wo landet das? Und ist das so, glaubst du auch, dass da schon in der Raumfahrt alles so teuer ist, weil die Gelder abgezweigt werden für geheime Projekte? Also das ist schon ein Punkt, den ich mir öfters überlegt habe, aber mittlerweile weiß ich auch, dass die CIA stark involviert ist und die natürlich mit ihren ganzen Drogenkriegen und so weiter, also da gibt es auf jeden Fall viele Quellen von Geldern, die sie schwarz erzeugen müssen, weil eben sie brauchen halt viel Geld es muss immer, wenn es jetzt so ist, dass es die Apollo-Missionen gibt und es gibt eine andere Raumfahrtgruppe und ein anderes Raumfahrtprogramm, dann muss das Geld für dieses Programm ja von irgendwo herkommen. Ja. Und so muss es Schwarzgelder geben. Obwohl jetzt mittlerweile auch rausgekommen ist, dass ich glaube, es 10 Trillion Dollars sind jetzt bekannterweise verschwunden in Amerika. Das war jetzt gerade Schlagzeile vor ein paar Wochen. Ja. Und das heißt, also mit 10 Trillion Dollars kann man schon eine Menge anstellen. Und ich habe dann auch teilweise, also ich bin dann auch, wir sind zu Richard Dolan gekommen, weil Richard Dolan ist ein sehr bekannter Autor über UFOs. Und ich wollte jetzt keinen UFO-Film machen, aber im Endeffekt kommt man irgendwie von diesem UFO-Thema nicht weg, weil das mit hoher Technologien was zu tun hat. Und Richard Dolan hat einige der definitiven Bücher von einem sehr nüchternen Perspektive einfach dokumentiert, was ist die Geschichte hinter UFOs. Und mit dem haben wir ein ganz tolles Interview geführt, das auch im Film ist zu sehen. Ein Teil davon natürlich, weil man in 2 Stunden nicht das Ganze. Und er hat erzählt er nennt es halt diese Breakaway Civilization. Ja. Und das hat auch uns Dwight Eisenhower von gewarnt in seiner Abschlussrede über diese Military-Industrial Complex, mit privaten Mitteln, auf denen man aufpassen sollte. Weil sie sich sonst verselbstständigen. Weil sie sich verselbstständigen. Und eigentlich ist genau das passiert. Und es führt zurück zu UFOs, zu 1947, das bekannte UFO Roswell Crash, das passiert ist. Ja. Und wenn man nachblättert, kommt man dann auf bei so einem Film wird man eigentlich schon ziemlich ein Experte, egal ob es jetzt Physik ist oder UFOs, dann blättert man nach und man kommt auf andere Forscher wie Linda Moulton Howe. Und sie hat zum Beispiel unglaublich viel mit Stanton Friedman zusammengearbeitet. Die haben Dokumentare aufgefunden, wo es dann wirklich in dieser Zeit von 47 bis 52 rauskam, diese Kommunikation zwischen Truman, Eisenhower, die Formation von NSA und diese ganzen Gruppen fingen dort an, weil sie tatsächlich mit dem Anfang von den V2-Tests ein Phänomen auf einmal gemerkt haben, das waren diese UFOs zu sehen und nicht nur zu sehen, sondern sie haben sogar diese Raketen von ihrem Kurs abgebracht. Und wenn du nachblätterst zu dieser Zeit, dann merkst du kannst auch Zeitschriften, und das hat Linda Moulton Howe ganz effektiv mit Stanton Friedman gemacht, wo man dann tatsächlich nicht nur die Zeitschriften und Schlagzeilen sieht, dass diese V2 abgekommen sind, zerstört wurden, aber es gibt ein ganzes Kapitel in der Geschichte, das viele nicht wissen, von 5 Jahren, zwischen 47 und 52, wo es einen regelrechten Krieg zwischen den UFOs und den Amerikanern, mittlerweile auch international, weil sie haben sich sofort mit den Russen zusammen, weil es ging weltweit. Und das stand auch in den Zeitungen, oder wie? Und das stand in den Zeitungen und du hast gesehen, stand es in der Zeitung, aber 168 Piloten, Zivilien und Military-Piloten haben ihr Leben verloren. Zivilisten, also Menschen an Bord,
Flieger, wie ich heute geflogen bin, haben ihr Leben verloren. Piloten, also es gab einfach ein Hin und Her, bis die Amis am Endeffekt standen mit 7 abgestürzten UFOs, die sie beschlagnahmt haben, und es gab einen Kriegsstillstand. Und ab dem Punkt sind die UFOs fast irgendwie verschwunden. Man sieht sie natürlich noch, aber eigentlich verschwunden von den Medien. Ja. Weil in den 50ern gab es ja noch Schlagzeilen, besonders Roswell und so, wo sie dann sagten, UFOs und Magazines und Gruppen, wie wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe was gesehen, lass uns eine Gruppe. Übrigens Jesse Marcel, das ist der Sohn von dem Farmer. Jesse Marcel, den habe ich interviewt hier. Ein guter Freund von uns, ja, und dessen Großvater war ja derjenige, der dabei war. Und was passiert ist, dass die Technologie von diesen abgestürzten UFOs rückwärts ingeniert wurde. Und wir haben heute Lasers, dieser LASIK zum Beispiel mit den Augen und so weiter, das kommt alles direkt von UFOs. Aber sie haben halt auch was Schreckliches entdeckt, und du kannst dir gut vorstellen, in 47, Truman oder Eisenhower, wenn sie entdecken, dass es abducted, also Abductees, Leute, die entführt, Tiere, die entführt wurden, und sie kamen dann, die Tiere kamen wieder zurück und hatten so die Laser, ausgeschnittene Teile, es gab keine Bakterien, es war so sauber geschnitten, genau wie halt jetzt in unseren Augensurgeries, dass sie absolut die Panik hatten. Ja. Und sie haben damals entschlossen, hey, wir müssen das geheim halten. Das war auch sehr grausame Sachen mit den Entführungsfällen, die sehr grausame Untersuchungen. Stell dir vor, in den 50er Jahren, du sagst jetzt den Leuten, hey, es fliegen da UFOs herum, ihr könntet möglicherweise hochgezogen werden. Also das wäre das echte War of the Worlds gewesen. Und sie wollten das auf jeden Fall stoppen, und es gab mehrere Ausschüsse, wie Brookings Report in 1960, wo sie beschlossen haben, auf alle Fälle, auch wenn du vor Gericht stehst, lügen. Ja. Nichts sagen. Und je länger das dauert, desto 70 schwerer wird es jetzt heute zu sagen, seit 70 Jahren bescheißen wir euch. Und, und wir, also in dem Film wollen wir einfach nur die These vorstellen, hey Leute, also stellt euch vor, es gibt 70 Jahre von einer Gruppe von Menschen, die mit Technologien arbeiten, die wir als Zauber eigentlich nur kennzeichnen würden. Genau wie unsere iPads heute, wenn man jetzt 15 Jahre zurückgeht, New York Times mit einem iPad und macht Videos mit Leuten, die würden denken, du bist da von einem anderen Planeten. Lass uns auf den Mars zurückkommen. Also das ist alles natürlich sehr weites Feld, und auch in dem Film kannst du natürlich auch nur einen Teil ansprechen. Aber ist es wirklich so, deiner Überzeugung nach, oder nach den Interviews, die du geführt hast, es gibt Menschen von der Erde, die auf dem Mars arbeiten? Teilweise habe ich auch gehört, dass sie versklavt werden, dass sie nicht freiwillig da sind. Ja, diese ganze Sklavengeschichte sind wir jetzt nicht so tief hineingegangen. Wir sind nur der Geschichte von Alternative 3 gefolgt. Und zwar, dass es, wenn es jetzt eine Kolonie auf dem Mars gibt, dann müsste es halt Zeugen geben. Und in dem Film sind halt Leute dabei, die entweder direkt auf dem Mars waren, entweder durch Raumschiffprogramme, also größere Flieger, wo sie Stoffe und was weiß ich, also Materialien hinschleppen. Und es gibt dann anscheinend eine andere Technologie, wo sie mittels einer Art Fahrstuhl, den sie Jump Room nennen, Sprungräume, wo sie einsteigen, Knöpfe drücken, und innerhalb 8 oder 10 Minuten stehen sie auf dem roten Planeten. Und das ist interessant, weil das geht in die Quantenphysik hinein. Weil es kann sowas nur passieren, wenn man einen Weg gefunden hat, die Zeit und den Raum zu durchbohren. Und wir gehen halt ein bisschen in diesem Thema in dem Film hinein, und es erzählen uns Leute ihre persönlichen Erfahrungen von diesen Reisen. Und zum anderen reden wir mit Physikern ein bisschen. Elizabeth Rauscher ist in dem Film drin. Sie hat auch an den Shuttle-Programmen teilgenommen, also sie ist eine Astrophysikerin, Physikerin, also super Gehirn. Und wir haben auch einen Außerirdischen im Film, der hier zur Erde gebracht wurde, der erzählt von seinen Treffen mit seinen Kinsmen, von Tau Ceti, die ihm erzählen eigentlich, wie Technologie funktioniert. Und uns, also wir müssen halt die Raum-Zeit-Verhältnisse oder Zeitraumverhältnisse ein bisschen anders bedenken, und das kommt irgendwie jetzt mehr und mehr in der Quantenphysik hinaus. Die Leute müssen halt einen anderen Weg haben, zum Mars zu kommen, als das, was uns gesagt wird. Nachdem wir den Film veröffentlicht haben, das Coole eben, wenn man so einen Film macht, wenn man sie nicht alle vorher wisst, dann kommen Leute auf uns zu, und wir haben auch einen Patentanwalt, vom US-Patentanwalt, der uns angeschrieben hat.
Und er hat erzählt, dass er selber an Kommunikation mit jemand ist, der tatsächlich an Projekte in Area 51, S4 gearbeitet hatte, wo sie schon seit den 70er Jahren Basen auf dem Mars haben. Und wir haben auch fotografische Beweise gefunden, die uns gegeben wurden vom Mars und was möglicherweise diese Siedlungen, Bases sein könnte. Obwohl, wie wir das verstehen, sind die größten Teil davon unterirdisch auf Mars wegen eben Katastrophen, also in dem Weltall, die passiert sind, sowohl auch wie uralte Kriege von der Antike. Also es gibt auf jeden Fall archäologische, astroarchäologische Beweise. Vieles bezieht sich auf Pyramiden und anderes in der Richtung. Ich habe gehört, dass die NASA quasi, wenn die Bilder vom Mars zeigt, die immer so ein bisschen einfärbt, damit das so aussieht, dass der Himmel eben so rot ist und im Grunde wäre er eigentlich blau oder normal oder nicht, jedenfalls nicht so extrem. Die Atmosphäre wäre auch, verstehe ich das richtig, also dass man eigentlich mit der leichten Sauerstoffmaske, aber man braucht keinen Raumanzug, das heißt keinen Helm und so, sondern also was immer gezeigt wird, wenn da der Helm auf einmal explodiert oder dann sterben die, sondern man könnte mit so einem wie einem Atemgerät auf dem Mount Everest oder sowas rumlaufen. Sowas, ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wenn man jetzt auf den Mount Everest steigt, dann ist es auch so, man braucht ein bisschen Sauerstoffverstärkung und laut Andrew Basiago ist das auch so. Sie brauchten nur wenig, also sie brauchten keinen Anzug, aber anscheinend gibt es andere Gefahren auf dem Mars. Es gibt auch Predators, also wie sagt man das auf Deutsch? Raubtiere auf Mars, die nicht ungefährlich sind, wenn man in die falschen Gebieten tritt. Und das andere zu bedenken ist, dass nicht überall auf dem Mars solche Bedingungen gibt. Es gibt gewisse Zonen, wo man halt frei stehen könnte. Und es gibt auch ganz feindliche, menschenfeindliche Atmosphären und so Gebiete auf dem Mars, wie es uns erzählt wurde. Und man sieht auch jetzt, also mit Catherine Connolly zum Beispiel, sie ist Planetary Protection Officer von United Nations. Ihr Job ist es, zu vermeiden, dass jegliche Probes oder Sonden, die wir hinschicken zum Mars, nur zu den Gebieten hinkommen, die kein Leben unterstützen würden, weil wenn wir in diese Gebiete hineinkommen mit unseren Bakterien, dann würden wir möglicherweise das Environment von Mars contaminaten, also vergiften oder verfremden. Infizieren. Halt. Ja, und das ist interessant, weil das heißt, die letzte Sonde, die sie desinfiziert haben, war anscheinend Viking. In 76. Und seitdem nehmen sie sich diese Maßnahme gar nicht mehr. Diese ganzen Rovers, die sie hinschicken, die schicken sie ohne Sterilisierung hin. Aber die landen dann halt nur in Gebieten, wo halt eben wenig Lebenmöglichkeit wäre. Ja, aber ganz viele dieser Marssonden, da ist ja der Kontakt irgendwann abgebrochen. Und, ja, das ist die Phobos-Geschichte. Ja, die haben wir auch im Film, die hat J.J. Hurtak uns erzählt. Also J.J. Hurtak ist ja der Autor von Schlüssel des Enochs, aber er ist auch bekannt als ein Insider von JPL. Also ich weiß nicht genau, er hat eigentlich ziemlich viele interessante Verbindungen. Man hat immer das Gefühl, er ist ein sehr tiefläufiger Mensch, der vernetzt ist mit einer anderen, sollten es diese Eliten tatsächlich geben, dann würde ich sagen, er ist eine Schnittstelle. Weil manchmal erzählt er Sachen, wo man sich einfach sagt, okay, wo kennt er das? Und er hat gesehen und uns erzählt auch im Film, was passiert mit den Phobos-Missionen in den 80er Jahren, die Sowjets geschickt haben. Und da ist auf jeden Fall klar zu sehen, dass da irgendeine Macht schon auf dem Mars war. Und wenn das, was unsere Whistleblowers uns erzählt haben in dem Film, stimmt, dann könnte es durchaus sein, dass wir schon da waren. Oder sagen wir jetzt mal, die geheime, abgespaltete Gesellschaft schon dort war und wollten nicht, dass jetzt andere wie Elon Musk oder Branson oder Jeff Bezos mit ihrer Flotte privat hinfliegen, bevor sie ready sind, denen das zu zeigen. Das ist meine Vermutung. Es gab ja damals mit Alternative 3 und in dieser Fernsehsendung auch einen Film, wo die sagten, es zeigt eine Marslandung der Amerikaner mit den Russen zusammen. Also man hört einen russischen Countdown sozusagen und so. War das Fake? War das dieser Aprilscherz? Oder gibt es wirklich Hinweise, dass die schon so lange... Ich bin nicht überzeugt, dass die Aufnahme jetzt in dem Programm echt ist. Obwohl man hat halt das ein bisschen untersucht und es wäre halt zu der Zeit nicht unteuer, diese Produktion so hinzukriegen. Ja.
weil ich weiß, ich selber habe bei einem Sender gearbeitet und die Budgets sind immer sehr schlank und wenn man eine Sendung machen will, dann muss man das erst beauftragen und wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche 50.000 für Special Effects, dann lacht dich erstmal der Chefredakteur aus, besonders bei deren Sendung. Also von dem Punkt abgesehen, das, was die gezeigt haben, schon interessant. Ich weiß es nicht und es ist auch nicht in unserem Film hineingebracht, ob das ist, aber was schon stimmt, ist, dass es auf einem gewissen Punkt keine Nationalities mehr gibt. Es gibt dann wirklich nur eine Gruppe von Menschen, die sind international. Ja. Und das sind nicht nur Wissenschaftler und es sind auch Politiker, aber es gibt einen anderen Gipfel, von der wenige Menschen irgendwas lernen überhaupt in der Welt. Und wir sehen ein bisschen hier und da die Spuren von dieser geheimen Gruppe. Die geht schon zurück zur Zeit, wie ich neulich erfahren habe, von Valery Juvanov, mittlerweile ein guter Freund. Wir waren in Butuan City bei einer archäologischen Symposium, wo wir die archäologischen Funde auf Mars ein bisschen erläutert haben. Er hat uns vieles erzählt über diese geheime Gesellschaft, die eigentlich zurückgeht zur Zeit von Atlantis und sogar vielleicht noch früher. Ja. Und es waren immer die Leute, die Priester und die Politiker gewarnt haben, hey, es kommt was, es würde euch genau da treffen, also wahrscheinlich sollt ihr weg, und dann haben sie sich irgendwie untereinander entschieden, na, das ist Blödsinn, weil die Priester haben immer gesagt, nein, das steht da nicht in der Schrift und die Astronomen haben das nicht sehen wollen und dann ist es halt passiert. Und dann, sie waren aber schon immer vorbereitet und haben sich alles genommen und dann weitergezogen. Und diese Gruppe von Menschen haben sich durch die ganze Geschichte gezogen. Und vielleicht möglicherweise sind es auch diese Leute, die sich auf dem Mars befinden. Jetzt nach diesem Film wundert mich generell bei der gesamten Thematik, dass die meisten Menschen sich nicht mal irgendwie für interessieren. Das heißt, hier ist ja wirklich eine ganze Menge hartes Material oder belastbares Material drin. Man kann ja nicht sagen, das sind alles Spinner, die setzen sich vor das Mikrofon oder vor die Kamera und erzählen irgendwas vom Pferd, sondern da müsste es also mich interessiert das spannend, wenn es so Sachen gibt, die wie Science Fiction sind. Und es gibt ja Mission to Mars und es gibt ja Total Recall, wo ganz vieles gezeigt wird. Der alte Film, nicht der neue, weil es da ja auch um der ursprüngliche, geht. Ja, fand ich sehr interessant. Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja. Aber da werden ja viele Sachen gezeigt, auch der Montauk Chair und so weiter. Ja. Das heißt, mich wundert immer, dass es die Masse der Menschen nicht so interessiert. Die glauben immer noch, man würde es uns ja erzählen, wenn das wahr wäre. Ja. Wie ist das für dich nach diesem Film? Ist das auch nur ein bisschen Ernüchterung, dass es nicht so viele Menschen interessiert? Oder läuft es so, oder wie du erwartet hast? Oder denkst du, Mensch, eigentlich müsste es doch alle interessieren? Als ich angefangen habe, habe ich niemals gedacht, dass das Thema überhaupt eigentlich interessant wäre. Es war für mich eigentlich nur... Ich dachte mir, hey, dieses Buch, warum hat niemand mit diesem Buch was gemacht? Das war so eine Legende. Das ist ein Kult, weißt du? Das Kultbuch. Keiner hat was gemacht. Und dann, als ich dann Laura gehört habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt. Ich habe aber nicht gedacht, dass es ich wusste, es war ein Fringe-Thema. Material. Und auch die Aussagen von den Whistleblowers. Also viele von diesen Programmen kommen ja aus Schwarzprogrammen mit weniger als den Hemden auf den Rücken raus. Und sie haben nur ihre Aussagen und eigentlich werden die nur verstärkt mit der Zeit, wenn andere dazu kommen, die Aussagen geben, dass dann sagt, hey, möglicherweise war es dahinter. Aber man muss sagen, in den Medien, in den letzten Zeiten ist das Thema Mars eigentlich immer wieder da. Und gerade wieder, letzte Woche musste ich wirklich staunen, als Robert Steele auf Alex Jones plötzlich irgendwas gesagt hat über Kinder werden als Sklaven auf dem Mars gebracht und das würde sofort, also eine Explosion auf Alex Jones, weil Alex ist zwar Conspiracy Theory News, aber er erreicht doch 100.000 aber er erreicht viele Menschen, Leute. Aber er will sich trotzdem irgendwie noch ein bisschen bodenständig halten, dieses ganze Mars-Thema. Da hat, glaube ich, die NASA sogar Stellung genommen und hat gesagt, das ist das Witzige. Erst kommt dieses raus, Robert Steele, und dann Alex war mittendrin, wusste nicht, wie er reagieren soll. Es wurde dann verdreht und dann kommt NASA in Washington Post mit einer Schlagzeile. NASA sagt, nein, wir entführen keine Kinder auf dem Mars, wir können euch versichern. Und ich musste lachen, das war ja Wahnsinn. Also das kannst du dir gar nicht irgendwie, das kann man besser nicht schreiben. Ja. In den Washington Post, was übrigens von Jeff Bezos gekauft wurde und ein CIA-Blatt ist. Okay. Aber da hat man schon wieder interessante Hintergründe. Medien sind ja irgendwo unter Kontrolle. Auch dieser Mächte, die du über
dem allen, also übernational ansiedelst, also weltweit wahrscheinlich versuchen zumindest alles zu kontrollieren. Und das Einzige, was sie nicht kontrollieren können, sind so unabhängige Leute wie du und ich, die einfach sagen, wir kriegen jetzt hier nicht das große Geld, wir machen mit dem, was wir haben, irgendwas. Du machst einen Film, ich mache Eben. Und TV. Ich glaube, also wir sind einfach Leute, die versuchen, durch die ganzen verrückten und verzerrten und verdrehten Medien, weil öfters ist da eine Wahrheit drin. Und es ist halt eine schwierige Aufgabe, da durchzugehen. Und uns war es eigentlich nur die Aufgabe, in diesem Film so ein paar Sachen darzustellen, auf bodenständiger Weise, wenn man das so sagen kann, für ein so abgefahrenes Thema. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Medien öfters verwendet werden, um eigentlich wirklich dahin zu deuten, wo sie gerade die Bevölkerung haben wollen, wenn was anderes abläuft. Ja, Ablenkung. Und es kann durchaus sehen, dass jedes Mal, wenn irgendeine Aktion irgendwo passiert, dass da Provokanten dabei waren, die waren dann irgendwie aufgehetzt, dann haben die Leute aufgehetzt, da irgendwas ist passiert und dann redet man statt über G20-Gipfeltreffen, was da inhaltlich passiert, sondern nur über diese verrückten, chaotischen Terroristen, die eigentlich Autos nur von anzünden, George Soros irgendwie finanziert wurden, dahin kommen und einen Wirbel auslösen und wir vergessen eigentlich, was wirklich passiert. Und ich finde, diese Events, die passieren, diese Sachen über Mars und so weiter und diese Stellungen, die NASA nehmen, das sind so Ablenkungen. Und nur der Gipfel vom des Eisbergs, ja. Nun, dieser Film, einmal gibt es ihn als DVD, wie ich ihn in der Hand habe, dann kann man ihn auch online, glaube ich, gucken. Genau, man kann ihn auf unserer Website. Das mal ein, ne? Ja, auf der Website kann man dann beides. Man kann sich die DVD in Englisch, mittlerweile haben wir sie völlig auf Deutsch vertont, das muss ich auch sagen. Die ist komplett deutsch vertont worden, damit meine deutschen Brothers and Sisters da draußen auch irgendwie alles mitbekommen, dass wir dann wirklich durchgemacht haben auf ihre Native-Sprache. Ja, wir sind ja hier verwöhnt in Deutschland mit den Filmen, dass sie alle synchronisiert werden. In kleineren Ländern lernen die viel besser Englisch, weil sie die meisten Filme dann genau. Aber es war dann irgendwie nicht der Plan ursprünglich, aber dann kam es in Deutschland so gut an. Dann dachte ich mir, also Toni und ich haben es überlegt, ja, machen wir einfach. Dann haben wir es vertont. Jetzt gibt es die auf DVD in Deutschland zu kaufen, in Englisch auf Amazon.com und man kann es live streamen, wenn man nicht warten will. Man kann sofort online streamen. Ja, und jetzt ist der Film fertig, aber es kommen ja ständig neue Sachen zu dir. Ja. Wie ist im Moment dein Stand oder planst du da was Neues oder was bewegt dich im Moment? Sagst du, da muss jetzt eigentlich was passieren, weil wir werden die ganze Zeit ja belogen über unsere Stellung im Kosmos. Ja. Es stimmt, also es brennen bei uns schon einige Projekte, die wir gerne machen würden. Es ist immer eine Sache, was viele nicht mitbekommen, ist, wenn man so einen Film macht, dann kriegt man wirklich keine große finanzielle Unterstützung von Filmfördergesellschaften oder vom Staat und so weiter. Sobald man das als These reingibt, dann lachen sie dich nur aus. Man muss das selbst machen. Wir haben den Luxus, dass wir zusammen die Fähigkeiten haben, den Skillset, um einen Film zu drehen, zu schneiden, Musik und so weiter und zu verpacken und schön zu machen. Und es dauert halt etlich lange. Ja. 5 Jahre hat der Film gedauert, von Anfang bis er endlich veröffentlicht wurde. Jetzt gerade sind wir so in einer Marketing-Phase und ich könnte fast sagen, also neulich, ich habe jetzt schon 3-mal Vorträge gegeben. Ich bin so auf die Truth is Stranger Than Fiction Tour. Die Wahrheit ist verrückter als Fiction. Und mache so Vorträge, um mehr in die Themen hineinzugehen, die wir im Film nicht zeigen konnten, weil eben ein Film nur der ist schon lang mit 2 Stunden. Ja. Es ist vollgepackt mit Infos, aber es sind nur, wie gesagt, wenige. Also das Ganze ist ja basiert auf Forschungen, die wir über viele Jahre gemacht haben. Und in so einem Vortrag kann man natürlich viel mehr von diesen Themen ansprechen, die sich entweder aktuell entwickeln oder die wir nicht den Film Zeit für hatten. Einen weiteren Film zu machen. Es gibt ein paar Gespräche. Nächsten paar Wochen sind wir bei MUFON eingeladen. Der Film ist dort vorgestellt und mit Corey Good und all diese viele Leute. Also der Film wird geshowcased bei MUFON. Das wird sicher ein paar interessante Reaktionen auslösen. Und ich werde dabei sein mit Kamera und wer was weiß ich, was da rauskommt. Aber wir haben noch vor, auf jeden Fall weitere Filme zu machen, inklusive Filme wie mit Klaus Dohner. Das ist ein anderes Thema, haben wir nicht wirklich Zeit darüber zu sprechen, über
out-of-place Artifacts, die auch ein bisschen vorkommen im Film, weil es muss ja auch Beweise geben, dass es vor 12.000 Jahren auf der Erde tatsächlich vielleicht eine bessere Technologie, sagen wir jetzt eine fortgeschrittene Technologie gab, als das, was uns im Standardprogramm irgendwie erzählt wird. Und was dann im Museum dann irgendwo landet, wo man sagt, das ist ja Hightech, das verschwindet dann irgendwo, weil das passt ja nicht ins historische Bild. Du findest dann halt im Laufe vom Drehen, merkst du, und du triffst halt so viele spannende, interessante Leute. Und ich bin wirklich stolz und zufrieden, dass ich jetzt unter meinen guten Freunden wirklich ganz großartige Wissenschaftler und Leute kenne, die uns einfach mit Ideen, also die Fakten und Forschungen bei sich haben, wo man weiß, man könnte die ganze Weltgeschichte auf den Kopf stellen, man könnte das ganze politische System. Allein die Technologie, wenn das jetzt freikommt, also die Hoffnung wäre natürlich, dass man Diskussion anregt, dass dann über diese Secret Space Program Technologie besprochen wird, dass Merkel zur Stellung gebracht wird. Warum gibt es keinen Ausschuss für freie Energie, die sie gründet? Auch wenn sie nicht dran glaubt. Also ich kenne persönlich 2 Leute, die Technologien haben, die heute funktionieren. Ja. So ein Ausschuss würde innerhalb, und ich bin überzeugt, 10 Jahre einen Weg finden, wo wir keine Strom durch Atom und durch Kohlenstoffverbrennung gar nicht mehr brauchten. Und das wäre natürlich super, wenn wir das schaffen. Ja diese Verlogenheit der Politiker jetzt gerade mit dem G20-Gipfel und mit Trump, dass man sagt, er unterzeichnet das Klimaabkommen nicht, aber eben weil das Bullshit ist, was man uns da verkauft. Sie leben in einem Aquarium und alle schauen in das Aquarium und denken, die Welt ist das Aquarium. Und mittlerweile steht das Aquarium auf dem Tisch und die Welt ist überall woanders. So sehe ich das. Und diese haben uns so abgelenkt von der Realität. Wir sind so eingebunden in der Soap Opera von Merkel und Co. Und glauben diese ganzen politischen Geschichten, weil uns einfach alles, es ist easy. Du stellst den Television an, dann kommen die Nachrichten, du wurdest schon seit Kind an erzählt, dass die Nachrichten da halt, wo die Faktberichte halt kommen und du hinterfragst es ja gar nicht mehr. Du bist ja so auf Autopilot. Stattdessen gibt es eben eine komplett andere Welt. Das heißt, es gibt Menschen, die reisen zum Mond, zum Mars, wahrscheinlich sonst wohin. Es gibt überall im Sonnensystem geheime Weltraumprogramme. Auch außerirdische Connections wahrscheinlich. Ne? Ja. Also ich habe ja auch mit einigen gesprochen und du weißt sicherlich auch viel mehr. Man kann das weder in eine Sendung noch in einen Film noch in einen Vortrag packen, was alles los ist. Aber das Internet bietet uns heute eben die Möglichkeit, eben, was weiß ich, Corey Goode und David Wilcox und so weiter, wie sie alle heißen. Du hast ja ganz viele kennengelernt. Bist du mit denen in Kontakt und erfährst immer wieder Sachen, wo du sagst, mein Gott, das müssten die Leute wissen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mehrere Sachen, wie gesagt, also dieser US-Patentanwalt war nur einer und wir haben dann auch einen echten Astronaut kennengelernt. Als wir den Film im Februar vor einem Jahr auf DVD zum ersten Mal hinausgebracht haben, haben wir bei einem Filmfestival vorgespielt und haben wir People's Choice gewonnen. Und da war so ein Astronaut. Dr. Ken Johnson von Apollo. Apollo, ein echter Apollo-Astronaut. Er war halt nicht jemand, der geflogen hat. Ja. Er war ein Civil Astronaut. Er war beteiligt an die ganzen Beta-Tests. Er hat das ganze Zeug entwickelt, also die ganzen Kapseln. Er hat 3000 Stunden geloggt innerhalb dieses Lunar Module. Und er hat auch verfügt über das Archiv von das, was vom Mond zurückgebracht wurde. Und dann auf einem Punkt kam er auch ans Fotoarchiv und das Filmarchiv. Und da ist für ihn seine Welt irgendwie zusammengebrochen, als er eines Tages ein Erlebnis hatte, das er uns dann erzählt hatte, wo er tatsächlich Leute gesehen hat, die diese Fotos verfälscht haben. Und er hat sie darauf angesprochen und sie haben nur geantwortet, "We're the professional strippers." Ja, kennst du diesen Ausdruck? Nein, ich kenne den noch nicht. Das ist in Amerika sind die Frauen, die sich professionell kleiden, sind die Strippers, die Professional Strippers. Und sie haben dann so einen Witz daraus gemacht und er war total natürlich als Gläubiger, war er an diesen ganzen Projekten beteiligt. Er hat ja geglaubt, er hat ja alles gesehen vor seinen Augen für mehrere Jahre und schlussendlich hat er Fotos gefunden und einen Film gesehen auf dem Mond, wo man in der Apollo 15 Mission über einen Krater fliegt und man sieht direkt in dem Krater drin eine ganze Siedlung von Domen und so weiter. Und er hat den Film rausgeholt und hat seinen Vorgesetzten den aufgespult und sie haben ihn angeschaut, eine Gruppe von 5 oder 6. Sie haben sich alle so angeschaut, ja. Und dann, er war da. Ja, und er hatte die Clearance, Geheimclearance, und er hat den Film wieder zur Bibliothek zurückgebracht und ist zu seinem Bruder gegangen, der ein Testpilot war, und hat gesagt, ich muss dir das zeigen, das ist unglaublich.
Und dann hat er seine Freunde zusammengeholt, hat den Film eine Woche später wieder herausgeliehen, eingespult, hat ihn vorgespielt und genau auf der Stelle war plötzlich nichts zu sehen. Super. Ja. Es gibt ja alleine bei den offiziellen Aufnahmen, die man auch im Internet heute alles findet, teilweise sehr hochauflösende Scans. Und ich habe da eine ganze Menge Sachen auch gefunden, wo auch man sieht, wenn man die Kontraste verstärkt oder Helligkeit erhöht, dann sieht man, dass im Himmel, dass da irgendwelche Sachen sind, die könnten da eigentlich gar nicht sein. Das heißt, man findet immer noch Spuren von, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht einordnen, ob das Scheinwerfer sind, ob es Studioproduktionen sind oder dass der Rover irgendwo steht auf dem Mond und hat gar keine Fahrspuren. Das heißt, wie ist er da hingekommen? Ja. Ganz viele Fragen und ja, wir müssen einfach neugierig sein. Ich bete die Menschen an, jetzt öffentlich zu sagen, Leute, wir wollen das wissen, unsere Stellung im Kosmos. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Wie kann man dich erreichen, um jetzt vielleicht Vorträge von dir dich einzuladen? Oder kann man dich irgendwie erreichen? Ja, man kann mich per E-Mail anschreiben, man kann mich auf Facebook aufsuchen unter meinem Namen, also Schrägstrich Frank Jacob auf Facebook. Oder man kann mich auf meine E-Mail anschreiben. Die können wir unten irgendwie einblenden auf alle Fälle. Ja, oder irgendwie auf der YouTube-Seite oder irgendwas einblenden. Ja, ich würde mich freuen für alle Leute, die den Vortrag gebe ich gerne. Ich habe gerade letzte Woche eingegeben, 3 Stunden hat das gedauert, aber Leute waren einfach total geschockt und wir haben uns dann eine Stunde lang später unterhalten. Ja. Vielleicht können wir auch ein paar Kontakte austauschen und unsere Zuschauer sind auf alle Fälle, glaube ich, interessiert und offen für die Thematik. Wir haben leider wenig Zeit, weil du bist heute aus München angeflogen und ich muss dich gleich wieder zum Flughafen bringen, damit du zurückkommst. Wir könnten stundenlang reden, auf der Fahrt reden. Ich komme eben mal zurück und wir gehen vielleicht in ein paar Themen rein. Auf alle Fälle. Es ist so spannend und eben so wichtig, weil es ist ja nicht so, dass es uns nicht betrifft, sondern die ganzen Verbrennungsmotoren, wo wir hier mit rumeiern und man uns dann den Vorwurf macht, dass wir einen Diesel oder keine Ahnung, dass wir die Umwelt verschmutzen. Dabei könnten wir wahrscheinlich mit Wasser fahren. Wir müssen provozieren, wir müssen die Provokanten sein, die neue Generation, aber auf friedlicher Weise. Genau. Auf intellektueller, künstlicher, friedlicher Weise sollen wir einfach die Informationen hinaus provozieren. Und es steht dran. Ich glaube, viele Leute glauben, wir stehen an Disclosure und so weiter. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass wir jetzt dass dann der Trump oder Putin dann rauskommt und sagt, hey Leute, ich will euch jetzt die Wahrheit erzählen. Aber es gibt in den Hintergrundmächten, glaube ich, auch einen Kampf. Die einen sagen ja, die anderen nein. Aber es kommt schon raus. Ja. Also Dr. Brandenburg ist noch so ein Fall, den haben wir auch kennengelernt danach und er macht auch bei MUFON mit und er war ein Plasmaphysiker, der dann entdeckt hatte, dass es tatsächlich archäologische Funde auf dem Mars gibt. Und er hat den Pentagon seinen Bericht vorgestellt und sie haben 6 Monate später gesagt, veröffentlichen. Okay. So, it's happened. Disclosure passiert, aber es ist halt ganz ruhig. Es wird keine Schlagzeile drüber geschrieben. Aber auch, weil das Desinteresse der Massenmenschen so vielleicht ist es auch das, das sind nicht viele Leute, die sich daran interessieren. Vielleicht die Zuschauer hier. Sicher eher sind Leute, die sich für so alternative Themen irgendwie interessieren. Ich würde einfach vorschlagen, sich solche Themen mit offenen Geist und offenen Augen anzuschauen und sich erstmal ein bisschen hineinlassen, bevor man sofort Nein sagt. Weil auch wenn nur ein ganz kleiner Teil von das, was wir im Film zeigen, stimmt, dann haben wir schon eine Revolution eigentlich. Absolut. Ich danke dir, Frank Jacob, für diesen spannenden Film und die spannenden Aussagen. Vielen Dank.